Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich dieses wunderschöne Dreieckstuch für euch entworfen und gehäkelt. Das effektvolle Wellenmuster ist nicht schwierig nachzuarbeiten und hat durch den sanften 3D-Effekt eine tolle Wirkung. Der herrliche Farbverlauf macht das Tuch zusätzlich zu einem echten Hingucker. Ihr findet ausführliche Materialangaben im Anfangsbereich des Videos. Jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Heute verwende ich einen dreifädigen Bobbel mit dem Namen Liebelein von Meine Bobbelträumerei. Ihr könnt den Bobbel in beliebiger Lauflänge bestellen. Bei 1000 Metern wird das Tuch ca. 160 x 80 cm groß. Wenn ihr den Farbverlauf gleich wollt wie ich, könnt ihr den Bobbel entgegengesetzt gewickelt bestellen, damit ihr von innen nach außen arbeiten könnt. Ich bedanke mich herzlich bei Sabine Helfer, die mir diesen Bobbel zur Verfügung gestellt hat. Die Sabine macht wunderschöne Bobbels mit tollen Farbverläufen, mit oder ohne Lurex-Faden, in vielen Farben und auch mit der gewünschten Lauflänge. Ihr findet Meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich, da einmal hineinzuschauen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Bei diesem Bobbel beginne ich von hell nach dunkel, das heißt von außen nach innen, und zwar aus dem Grund, weil man das Helle im Video besser sieht. Wenn ihr diesen Bobbel bestellen möchtet, könnt ihr ihn entgegengesetzt gewickelt bestellen, dann könnt ihr wie gewohnt von innen nach außen arbeiten, aber es geht auch so. Ich starte mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen und schließe diese mit einer Kettmasche zum Ring. Ich häkle 4 Luftmaschen und häkle in den Ring hinein 3 Stäbchen. Über den Anfangsfaden häkle ich drüber, damit wir den Ring später ein bisschen zuziehen können. 3 Stäbchen in den Ring. Dann häkle ich 2 Luftmaschen, noch einmal 3 Stäbchen in den Ring. Eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in den Ring. In dieser Reihe haben wir das Tuch eingeteilt. Wir haben auf beiden Seiten eine Vorbereitungslücke für die Zunahmen. Hier haben wir eine Seite, hier ist die Spitze des Tuchs, hier haben wir die zweite Seite. Und wir wenden die Arbeit. Wir starten immer mit 4 Luftmaschen und 2 Stäbchen in diese Vorbereitungslücke.
Anfang, Spitze und Ende bleiben immer gleich. Dann häkeln wir auf die 3 vorhandenen Stäbchen jeweils ein Stäbchen drauf. Dann folgen 2 Stäbchen in die Spitze, also in die Lücke. Wir haben jetzt ohne Vorbereitungsstäbchen, das zähle ich nie mit, 7 Stäbchen auf dieser Kante. Jetzt brauchen wir 2 Luftmaschen für die Spitze, dann noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke. Wir häkeln wieder 3 Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen. Und am Ende der Reihe immer 2 Stäbchen in die Vorbereitungslücke, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen, sodass wir wieder eine Vorbereitungslücke erhalten. Die Spitze besteht immer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und wir haben auf beiden Seiten 7 Stäbchen. Das waren die 2 Basisreihen, die werden später nicht mehr wiederholt. Die brauchen wir als Grundlage für das Muster. Jetzt beginnen wir mit dem Muster. Wir starten aber immer gleich, immer mit 4 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. Dann häkeln wir in das erste Stäbchen 3 Stäbchen in eine Masche. Dann häkeln wir über die nächsten 5 Stäbchen 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir holen einen Umschlag, stechen ins erste ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, ein Umschlag, ins nächste einstechen, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, ein Umschlag, ins nächste Stäbchen einstechen, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, das Ganze noch ein 4. Mal und ein 5. Mal. Wir haben 6 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir alle gemeinsam ab. Ein Stäbchen ist vor der Spitze noch übrig, da häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Wir haben gemacht die Vorbereitungslücke, die Zunahme mit 2 Stäbchen in die Lücke, 3 Stäbchen in eine Masche, 5 zusammen abgemaschte Stäbchen, 3 Stäbchen in eine Masche. Die Spitze besteht aus 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in die Spitze. Auch das bleibt immer gleich. Jetzt haben wir wieder die 7 Stäbchen hier. Da häkeln wir ins erste Stäbchen 3 Stäbchen in eine Masche. Jetzt folgen die 5 zusammen abgemaschten Stäbchen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, 5-mal. Wir haben 6 Schlaufen auf der Nadel, alle abmaschen.
Ein Stäbchen muss vor der Lücke noch übrig sein. Da häkeln wir wieder 3 Stäbchen in eine Masche. Dann nie vergessen, 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Das sieht im Moment so aus. Wir wenden die Arbeit. Die Rückreihe beginnt ebenfalls mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, die dürfen wir nie vergessen. Dann häkeln wir auf jedes Stäbchen der Vorreihe ein Stäbchen drauf. In jede Einstichstelle, die vorhanden ist, häkeln wir ein Stäbchen und wir sehen uns an der Spitze des Tuchs wieder. Willkommen zurück. Ich habe in jede Masche, die vorhanden ist, ein Stäbchen gehäkelt. 2 Stäbchen häkeln wir in die Spitze und wir haben ohne Vorbereitungsstäbchen 15 Stäbchen auf dieser Kante. Dann häkeln wir 2 Luftmaschen, wieder 2 Stäbchen in die Spitze, dann wieder auf jede Masche, die vorhanden ist, ein Stäbchen. Und am Ende der Reihe immer 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Und auch auf dieser Seite müssen wir 15 Stäbchen haben. Immer von Lücke zu Lücke gezählt, ohne Vorbereitungsstäbchen. Und wir wenden. Wir starten wie immer mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und jetzt häkeln wir auf das erste Stäbchen ein ganz normales Stäbchen. Dann folgen 3 Stäbchen in eine Masche. Dann häkeln wir 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. Dann folgen 5 Stäbchen in eine Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Dann noch einmal 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 2 Stäbchen übrig. Ins nächste Stäbchen häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche.
Und hier bleibt eins übrig, da häkeln wir ein Stäbchen hinein. Wir hatten auch am Anfang nach der Lücke ein einzelnes Stäbchen. Das sind immer die Randbereiche, auf die müsst ihr gut achten. Dann folgt die Spitze mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und die Randbereiche sind immer gleich. Also auch auf dieser Seite beginnen wir mit einem einzelnen Stäbchen. Dann folgen 3 Stäbchen in eine Masche. Dann 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stäbchen in eine Masche. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. 2 Stäbchen sind noch übrig. In das erste 3 Stäbchen in eine Masche. Und das einzelne Stäbchen nicht vergessen. Und dann noch die 2 in die Lücke. Eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Sieht im Moment so aus. Die Rückreihe besteht immer aus Stäbchen. Sie startet ebenfalls mit 4 Luftmaschen. Immer die 2 Stäbchen in die Lücke. Und wieder in jede vorhandene Masche ein Stäbchen häkeln. Und wir erhalten pro Kante 23 Stäbchen ohne Vorbereitungsstäbchen inklusive der Zunahmen. Ich zeige euch das an der Spitze des Tuchs noch einmal. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin an der Spitze angekommen. Die 2 Stäbchen in die Spitze habe ich schon gemacht und von Lücke zu Lücke erhalten wir in dieser Reihe 23 Stäbchen. Die Anzahl muss immer stimmen, damit sich später das Muster immer ausgeht. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen, noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke und wieder auf jedes Stäbchen bzw. in jede Masche ein Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auch auf dieser Kante 23 Stäbchen erhalten, von Lücke zu Lücke gezählt. Hier am Ende nicht vergessen, die Zunahme, diese 2 Stäbchen, eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Das bleibt immer gleich. Wir wenden wieder. Wir starten wieder mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Und jetzt brauchen wir im Randbereich, in allen 4 Randbereichen, 2 Stäbchen. Zunächst 2 einzelne Stäbchen. Und dann können wir mit dem Muster beginnen. Und das Muster beginnt immer mit 3 Stäbchen in eine Masche.
Dann folgen 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. Dann folgen 5 Stäbchen in eine Masche. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. Fünf Stäbchen in eine Masche. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. Drei Stäbchen in eine Masche, also immer wenn ihr in den Randbereich kommt, nur noch 3 Stäbchen in eine Masche häkeln, dann bleiben die 2 Stäbchen übrig, die wir auch am Anfang der Reihe gemacht haben, und dann noch 2 Stäbchen in die Lücke. Es kommen also hier 4 Stäbchen im Randbereich zusammen. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 einzelne Stäbchen und wir beginnen wieder mit 3 Stäbchen in eine Masche. Dann folgen abwechselnd 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. Und 5 Stäbchen in eine Masche. Das machen wir, bis wir wieder fast am Ende der Reihe sind, und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe hier noch 5 zusammen abgemaschte Stäbchen gehäkelt. 3 Stäbchen sind im Moment übrig. Hier in das nächste Stäbchen häkeln wir nur noch 3 Stäbchen in eine Masche, also immer in den Randbereichen, in allen Randbereichen nur noch 3 Stäbchen in eine Masche. In dieser Reihe brauchen wir noch 2 einzelne Stäbchen und dann noch 2 Stäbchen in die Lücke. Eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Und wir wenden die Arbeit und jetzt kommt die 6. Musterreihe. Danach beginnt sich das Ganze zu wiederholen. Wir starten mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Wir häkeln in jede Masche, die vorhanden ist, ein Stäbchen, und an der Spitze sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir erhalten auf dieser Kante von Lücke zu Lücke 31 Stäbchen, inklusive der Zunahmen am Anfang der Reihe und in der Spitze. Die 2 Stäbchen in die Spitze habe ich schon gemacht. 2 Luftmaschen,
2 Stäbchen in die Spitze und wieder auf jede Masche ein Stäbchen und wir erhalten auch auf dieser Seite 31 Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe auch auf dieser Kante 31 Stäbchen erhalten, auch am Ende der Reihe immer die Zunahme machen. Wir wenden die Arbeit ab jetzt beginnt der Mustersatz von neuem. Er besteht aus 6 Reihen. Ich mache alle 6 Reihen ein weiteres Mal mit euch und diese 6 Reihen, die wir jetzt machen, werden dann sinngemäß stets wiederholt. Wir starten mit 4 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. Wie gesagt, Anfang, Ende und Spitze bleiben immer gleich. Und in dieser ersten Reihe können wir gleich auf dem ersten Stäbchen starten mit den 3 Stäbchen in eine Masche. Dann häkeln wir immer abwechselnd 5 zusammen abgemaschte Stäbchen und in die nächste Masche 5 Stäbchen in eine Masche. 4 mal, 5 mal, 5 Stäbchen in eine Masche und so weiter, bis wir wieder zur Spitze kommen und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe bei der Spitze angekommen. Hier kommen immer am Schluss 5 zusammen abgemaschte Stäbchen und dann der Randbereich. In dieser Reihe haben wir nur noch ein Stäbchen übrig und da kommen 3 Stäbchen in eine Masche, dann die Spitze mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und auf der anderen Seite ist es immer genau gleich. Auch hier starten wir gleich mit 3 Stäbchen in eine Masche und dann abwechselnd 5 zusammen abgemaschte Stäbchen und 5 Stäbchen in eine Masche und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig, habe noch zum letzten Mal 5 zusammen abgemaschte Stäbchen gemacht, ein Stäbchen bleibt noch übrig, da häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche, dann 2 Stäbchen in die Lücke wie immer, eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Und wir wenden. Die zweite Musterreihe besteht aus lauter Stäbchen, auch die beginnt mit 4 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke und wir häkeln in jede Masche, die vorhanden ist, ein Stäbchen und wir erhalten in dieser Reihe 39 Stäbchen. In jeder Stäbchenreihe erhalten wir 8 Stäbchen mehr als in der vorherigen Stäbchenreihe. So könnt ihr das gut kontrollieren. Und
Ich häkle bis zur Spitze und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wie erwartet 39 Stäbchen erhalten und noch einmal, wir zählen immer von Lücke zu Lücke ohne Vorbereitungsstäbchen. Wir häkeln die beiden Luftmaschen für die Spitze, 2 Stäbchen in die Lücke und auch auf der zweiten Kante müssen wir auf 39 Stäbchen kommen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf der zweiten Kante ebenfalls 39 Stäbchen inklusive Zunahmen ohne Vorbereitungsstäbchen und wir wenden. Die dritte Musterreihe beginnt ebenfalls mit 4 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke und wir haben jetzt diese 39 Stäbchen als Basis. Das Muster braucht eine Maschenzahl teilbar durch 6 plus 1 und deshalb haben wir in dieser Musterreihe 2 Stäbchen zu viel und deshalb müssen wir im Randbereich jeweils ein einzelnes Stäbchen häkeln, hier und bei der Spitze, damit diese 2 Stäbchen uns nicht verloren gehen. Und wir haben das einzelne Stäbchen gehäkelt und dann beginnt das Muster. Und das Muster beginnt immer mit 3 Stäbchen in eine Masche, also sozusagen mit einer halben Muschel. Und dann kommen immer abwechselnd 5 zusammen abgemaschte Stäbchen und 5 Stäbchen in eine Masche, so oft wie es sich ausgeht. Das mache ich bis zur Spitze, also hier immer 5. Nur am Anfang und am Ende der Kante sind es 3. Mittendrin sind es immer 5 Stäbchen in eine Masche und 5 zusammen abgemaschte Stäbchen und an der Spitze sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. In dieser dritten Musterreihe bleiben am Ende 2 Stäbchen übrig. Nach diesen 5 zusammen abgemaschten Stäbchen in das vorletzte Stäbchen kommen 3 Stäbchen in eine Masche und dann noch dieses einzelne Stäbchen. Dann wie gewohnt die Spitze mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, dann wieder das einzelne Stäbchen, dann die 3 Stäbchen in eine Masche und dann immer mit 5 zusammen abgemaschten Stäbchen starten. Und dann folgen in den Zwischenbereichen 5 Stäbchen in eine Masche und das machen wir wieder bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich habe die 5 zusammen abgemaschten Stäbchen gemacht. 2 Stäbchen müssen übrig sein im Moment. In das vorletzte Stäbchen häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche, dann unser einzelnes Stäbchen,
Dann die Zunahme wie gewohnt, 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen und wir wenden. Und die 4. Musterreihe besteht wieder aus Stäbchen, auch die beginnt mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und wir häkeln in jede Masche ein Stäbchen und wir erhalten wieder 8 Stäbchen mehr als in der vorherigen Stäbchenreihe. Das wären dann pro Kante 47 Stäbchen und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Die Spitze wie gewohnt und am Ende der Reihe die Zunahme machen. Es müssen auf beiden Kanten 47 Stäbchen sein. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die 4. Musterreihe beendet. Auf beiden Kanten befinden sich 47 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit, starten wie immer mit 4 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir in dieser 5. Musterreihe 4 Stäbchen zu viel. Das heißt, wir brauchen hier 2 und bei der Spitze 2. Wir häkeln also 2 einzelne Stäbchen und beginnen dann mit dem Muster. Und das Muster beginnt wie immer mit 3 Stäbchen in eine Masche. Das ist eine halbe Muschel. Die zweite Hälfte kommt ja dann bei der Spitze dazu. Dann folgen wie immer abwechselnd 5 zusammen abgemaschte Stäbchen und 5 Stäbchen in eine Masche und das machen wir bis zur Spitze und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Spitze des Tuchs angekommen. Ich habe die 5 zusammen abgemaschten Stäbchen gehäkelt. In dieser Reihe bleiben 3 Stäbchen übrig. In dieses erste dieser 3 häkeln wir eine halbe Muschel. Die besteht aus 3 Stäbchen in eine Masche. Dann haben wir in dieser Reihe im Randbereich 2 einzelne Stäbchen, die Spitze wie gewohnt mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und immer auf der anderen Seite genau das gleiche machen. 2 einzelne Stäbchen, 3 Stäbchen in eine Masche, und dann geht es wieder mit unseren Muscheln los und wir beginnen immer mit den 5 zusammen abgemaschten Stäbchen und dann 5 Stäbchen in eine Masche. Das machen wir bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Auch hier bleiben 3 Stäbchen übrig. Ins erste dieser 3 häkeln wir eine halbe Muschel, bestehend aus 3 Stäbchen in eine Masche, dann die 2 einzelnen Stäbchen und nicht vergessen die Zunahme mit 2 Stäbchen
eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Und wir kommen zur 6. und letzten Musterreihe. Auch die beginnt mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und wir häkeln auf jede Masche ein Stäbchen und wir erhalten in dieser Reihe 55 Stäbchen. Es sind immer 8 Stäbchen mehr als in der vorherigen Stäbchenreihe. Und wir häkeln die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns nochmals wieder. Willkommen zurück. Wir haben den Mustersatz nun zweimal gehäkelt und diese letzten 6 Reihen, die wir gemacht haben, die werden nun sinngemäß ständig wiederholt. Bis das Tuch die gewünschte Größe erreicht hat. Ich würde mit einer Muschelreihe enden und ich würde ungefähr 15 Gramm des Bobbels übrig lassen, damit wir noch die Halskante behäkeln können. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt noch 20 Gramm des Bobbels übrig. Das brauchen wir für die Abschlusskante oben. Ich habe mit einer Muschelreihe geendet. Bei mir sind sich 7,5 Mustersätze ausgegangen mit 1000 Metern. Und jetzt wende ich nicht mehr, sondern behäkle die obere Kante und dazu beginne ich mit einer Luftmasche und häkle in diese allererste Lücke eine feste Masche. In die nächste Lücke, immer um die Randstäbchen herum, häkle ich 7 Stäbchen. Ich springe in die nächste Lücke und häkle eine feste Masche. In der nächsten Lücke wieder 7 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in die nächste Lücke springen und eine feste Masche häkeln. Wir wechseln also immer ab. 7 Stäbchen, eine feste Masche, 7 Stäbchen, eine feste Masche. Und es müsste sich so ausgehen hier in der Mitte, dass ihr genau in diesen Anfangsring wieder 7 Stäbchen häkeln könnt. Direkt davor eine feste Masche, 7 Stäbchen, eine feste Masche und auf der anderen Seite genau gleich weitermachen. Also einfach immer das Muster konsequent weitermachen und am anderen Ende sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin
auf der anderen Seite angekommen, habe in die vorletzte Lücke 7 Stäbchen gehäkelt und am Ende häkle ich die feste Masche nicht in die Lücke, sondern in die Masche hier ganz am Rand, damit das mit dieser Kante verankert ist. Hier in der Mitte ist es sich genauso ausgegangen, dass hier im Anfangsring 7 Stäbchen sind. Und ich häkle am Ende noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Es sind knapp 15 Gramm übrig geblieben. Wir haben den Bobbel also sehr gut ausgenützt und jetzt müsst ihr nur noch die Fäden vernähen und dann ist unser wunderschönes Tuch fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses wunderschönen Tuchs und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.